Eine der vielen Voraussetzungen einer virtuellen Veranstaltung ist der Ticketshop. Also wie können Sie als Organisator einer virtuellen Veranstaltung die Teilnehmeranmeldung am besten bei sich im System integrieren? Und wie kann dann ein Teilnehmer sich am einfachsten für ein Event anmelden und sich später auf der virtuellen Plattform einloggen? Genau diese Fragen möchte ich heute in diesem Video gemeinsam mit Ihnen beantworten und Sie nun mitnehmen und Ihnen die unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten der Teilnehmeranmeldung vorstellen. Durch die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Veranstaltern erhalten wir natürlich einen wirklich tiefen Einblick hinter die Kulissen der Vorbereitung einer Veranstaltung und konnten hier zwei unterschiedliche Trends beobachten. Auf der einen Seite integrieren viele Veranstalter ihre Teilnehmeranmeldung direkt in die virtuelle Plattform. Der zweite Trend wäre dann natürlich, dass man die Teilnehmeranmeldung extern laufen lässt, also manuell über Teilnehmerlisten. Bei der Variante ohne Integration des Ticketshops in die virtuelle Plattform läuft die Anmeldung meist per Mail. Man trägt alle Teilnehmerdaten dann in eine Excel-Liste ein und hat diese Liste dann und muss die Personendaten irgendwie in die virtuelle Plattform integrieren. Bei uns läuft das meist per Import ab. Wir sortieren alle Daten und fügen diese ins System ein. Danach erhält der Teilnehmer automatisiert seine Benutzerdaten und sein Passwort, mit dem er sich in der virtuellen Plattform einloggen kann. Das heißt aber auch, dass man als Teilnehmer vorher noch gar keine Berührungspunkte mit der Software hatte. Das heißt, alles ist neu. Das ist noch der einfache Weg. Stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich viele Workshops, viele Angebotspakete. Sie möchten unterschiedliche Tagestickets anbieten. All das muss natürlich auch in der virtuellen Plattform abgebildet werden, um eventuelle Zugangsbeschränkungen einzurichten. In diesem Fall bedeutet das dann doppelte Arbeit für Sie. Sie haben erst die separate Teilnehmeranmeldung und müssen dann alles noch in die virtuelle Plattform integrieren. Also viel manueller Aufwand. Und am Rande, Sie müssen auch die Teilnehmeranmeldung schon ein bisschen vor Beginn der Veranstaltung schließen. Also wir empfehlen immer, eine Woche vor Start der Veranstaltung muss die Teilnehmeranmeldung beendet sein, denn wir brauchen ein bisschen Zeit, um die Daten in das System zu integrieren. Sie müssen alles prüfen und die Benutzerdaten den Teilnehmenden zukommen lassen. Das heißt, keine Last-Minute-Anmeldungen möglich. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es für Teilnehmende auch ziemlich schwierig, langfristig zu planen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten als Präsentteilnehmer in einer anderen Stadt an einer Veranstaltung teilnehmen. Hierfür müssten Sie dann eventuell ein Hotel buchen, einen Flug buchen oder vielleicht ein Zugticket kaufen. All das bedeutet, dass Sie langfristig im Voraus planen müssen, was zur momentanen Situation meist gar nicht so einfach ist. Daher entscheiden sich viele Teilnehmende für eine Online-Veranstaltung bzw. die Teilnahme an einem Online-Event. Gerade dann ist es doch für die Teilnehmer viel einfacher, wenn man sich noch kurzfristig für die Teilnahme entscheiden kann. Übrigens, weitere Erfolgsfaktoren einer virtuellen Veranstaltung haben wir schon in einer anderen Playlist zusammengefasst. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie doch gerne mal rein. Stellen Sie sich vor, Sie haben am Veranstaltungstag noch die Möglichkeit, sich kurzfristig für eine Veranstaltung anzumelden. Genau das ist nämlich unser zweiter Trend, den wir beobachten konnten. Die Integration der Teilnehmeranmeldung direkt in die virtuelle Plattform. Das heißt, der Teilnehmer meldet sich am Veranstaltungstag über die Plattform an, legt sich während des Anmeldeprozesses seinen Benutzernamen und sein Passwort fest, erhält seine Buchungsbestätigung und kann sich danach direkt mit diesen Benutzerdaten auf der virtuellen Plattform einloggen. Vorteil ist, der Teilnehmer hat bereits Berührungspunkte mit der Plattform gehabt. Ihm ist das System also nicht mehr fremd und kann sich direkt als Teilnehmer für die Veranstaltung einloggen und loslegen. Die Systeme interagieren also miteinander. Die Daten werden automatisch synchronisiert und das heißt für Sie als Organisator keine manuelle Arbeit mehr notwendig. Sie haben also weniger Aufwand damit, wenn Sie die Teilnehmeranmeldung direkt in die virtuelle Plattform integrieren.
Alle Zugangsberechtigungen sind automatisch hinterlegt und alle Personendaten schon im System integriert. Ein Vergleich der Anmeldevorgänge einer Online-Veranstaltung im Vergleich zu deren vor Ort Vorgängerveranstaltungen hat uns gezeigt, dass die Anmeldebeteiligung bei Online-Veranstaltungen erst viel später, also kurz vor der Veranstaltung, ansteigt. Das zeigt uns, dass die Last-Minute-Anmeldungen sehr populär sind und sehr gefragt sind. Für Sie als Veranstalter wäre es doch also quasi ein Vorteil, wenn Sie die Anmeldung längstmöglich offen lassen können. Stellen Sie sich vor, Sie haben 1000 oder gar 2000 angemeldete Teilnehmende für Ihre Veranstaltung. Das macht sich dann natürlich auch spürbar im Supportaufwand bemerkbar, wenn Sie die Teilnehmeranmeldung direkt integrieren. Der Teilnehmer kennt die Software bereits, hat seine Benutzerdaten selbst festgelegt und wird sich auch an diese erinnern können, beziehungsweise kennt die Stellen im System, wo man sich die Benutzerdaten selber festlegen kann. Also, falls ich Ihr Interesse geweckt habe, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei oder abonnieren Sie unseren Kanal. Ich freue mich auf Sie.